viel Schweiß und Tränen, was es auch braucht, aber trotzdem einfach an seinem einfach festhalten, an seine Träume festhalten. Ich an allem tun und ja, jetzt ist es logisch, ist oft ein Traum auch mit oft einmal ein Albtraum, aber im Großen und Ganzen bin ich so zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin jetzt hier seit ungefähr 10 Jahren. Bin ja, da auch gekommen eigentlich, sagen wir so, es war eigentlich Schicksal, weil ich zwar schon allem da auf den Hof auch gekommen, das ist der Hof von meinem Onkel. Er hat keine Kinder, aber er hat eigentlich meinen Bruder als Nachfahre gesehen. Aber mein Bruder hat noch einen anderen Weg eingeschlagen. Vor gut 5 Jahren habe ich noch den Hof übernommen. Also besonders bei diesem Hof ist einfach, glaube ich, die Vielfalt. Und ich habe eigentlich ja, viele Viecher gewählt haben. Mein Onkel hat schon gesagt, ja, wenn ich mich in den Äpfel setze, dann darf er mich schon unterstützen. Aber er hat gesagt, nein. Eigentlich das Letzte, was ich tat. Ich habe inzwischen 2 Haushalte, also mein Haushalt, meine Kinder und den Haushalt von Onkel. Dann habe ich die Stallarbeit, dann habe ich die Arbeit auf dem Feld. Ich habe sonst das ganze Bürokratische, das Finanzielle. Es ist eigentlich, ja, man ist Manager, man ist Viechdoktor, man ist Mama, man ist Köchin, man ist alles Mögliche, glaube ich. Und ja, es ist schon herausfordernd, aber ich glaube, das ist auch genau das, was mir so gefällt. Da wäre ich vielleicht nicht unbedingt eine Chance, beziehungsweise ich habe auch gesehen, wie die anderen Kandidatinnen sind. Und dann habe ich einfach bewundert, was die alles machen und was die alles tun. Und wenn ich da unten geguckt bin, und dann habe ich gedacht, einfach wow, da wäre ich halt ja, vielleicht weiter hinten sein. Also ist mir in dem Moment einfach auch nicht wichtig gewesen, einfach so dabei zu sein und irgendwie die Ehre zu haben, da einfach auch Kandidatin zu sein und so. Das hat mich schon, ja, als beeindruckt. Warum ich jetzt ausgewählt worden bin für den Preis, ist vielleicht, ja, weil ich einfach auch meinen eigenen Weg gegangen bin, weil ich vielleicht in einem Bereich, wo wirklich vielleicht ein bisschen die Männer dominieren oder auch einfach, wo die Frau oft allein im Hintergrund ist, mich einfach ja, ein bisschen auserhebe, weil ich jünger in den Hof übernommen habe, weil ich einfach nicht den Weg gegangen bin, was vielleicht viele mir vorgeschlagen haben oder für gut gesehen haben, dass ich mich einfach nicht rausbringen lasse, weil man auch vielleicht belächelt worden ist oft. Und weil ich allem schon Bayerin werden, seit ich denken kann, obwohl ich eigentlich auch gar nicht aus der Landwirtschaft stamme. Es sind mehrere Generationen und daran Dach ist oft nicht einfach, aber ich habe allem gewählt, dass man es geschafft, weil das ist, glaube ich, einfach etwas vom Wichtigsten, weil sonst ist alles nur schwieriger. Ich glaube, allem einfach sich selbst treu bleiben, glaube ich, und sich nicht abbringen lassen von anderen Leuten. Und auch, wenn man Ideen hat, sich auch trauen, die umzusetzen. Oft ist es besser, man macht einfach kleinere Schritte und vorsichtigere Schritte. Und dann sieht man, wie sich die Sache entwickelt, was man vielleicht probiert. Und sonst probiert man etwas anderes, aber sich ja nicht irgendwie rausbringen lassen oder sich zu viel von der Meinung von den anderen auch beeinflussen zu lassen. Die Leute auch das wirklich schätzen, was der Bauer leistet, weil viele sehen allein, ja, als ob sie schöne Aussicht oder als ob sie ja, kriegt sie alles finanziert. Und, aber dem ist eben nicht so und deswegen sollten sie wirklich vielleicht auch mal zu einem Hof gehen, schauen, wie die Leute arbeiten und wie sie leben und was das alles heisst, auch mit Kind und Kegel auf einem Hof arbeiten.